Wenn ich mit dem Mindset hineingehe, ich bin lonesome at the top, dann bin ich auch alleine da oben. Wenn ich den Mindset habe, ich bin natürlich Führungskraft, aber nichtsdestotrotz Teil des Teams und habe sehr, sehr viele Ansprechpartner, dann macht das einen Unterschied. Die Perspektive, mit der man auf die Dinge blickt, sind der Gamechanger. Mein Name ist Sigrid Eckert, ich bin Geschäftsführerin des Dachverbandes der österreichischen Papierindustrie. Das ist eine sehr traditionelle Branche, die sehr wohl innovativ ist, aber doch noch traditionelle Werte verkörpert. Und ich bin dort sehr stark beschäftigt mit dem Thema Frauenförderung. Auf der einen Seite, um Frauen wirksam vor dem Vorhang zu holen, und auf der anderen Seite, um die Frauenquote zu erhöhen. Sehr nett. Very nice. Okay, also du siehst da eine Box neben dir. Du darfst gerne mit der linken Hand reingreifen und etwas rausholen. Warum ist es wichtiger, seine Stärken zu fördern, anstatt sich auf die Schwächen zu fokussieren? Ja, aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Unterschied, wenn man sich auf Stärken fokussiert, weil es so unkonventionell ist und aufrüttelt. Wir haben leider die Situation, beginnend in der Schule, dass man sich fokussiert auf seine Schwächen, auf die Defizite, was man ausgleichen sollte. Und meiner Meinung nach ist das der falsche Approach. Das sieht man ja auch, wenn Kinder nicht wollen, dann wollen sie nicht und man kann sie nicht dazu bewegen. Und man erreicht viel mehr, wenn man es schafft, sie für Dinge zu begeistern, die sie gern machen. Und die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht im Berufsalltag. Aus meiner Perspektive ist es ganz, ganz wesentlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und grundsätzlich die Gesellschaft viel, viel stärker fokussiert ist auf Stärken, auf Talente, weil so gelingt es einfach, dass man Leidenschaft in den Job mitbringt, dass man Spaß hat, dass diese netzwerkorientierte Zusammenarbeit besser gelingt, dass man voneinander profitiert, weil die Teams sich einfach anders und besser kennen und sich gegenseitig natürlich auch unterstützen können, weil des einen Stärken sind vielleicht des anderen Entwicklungspotenziale, und wenn man das Ganze kombiniert, gelingt Größeres. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser Fokus das Team stärker und besser motiviert, als man geht immer nur auf die Entwicklungspotenziale. Du hast in der Vorbereitung auch über diesen Gallup Strength Finder gesprochen. Magst du darauf vielleicht kurz noch eingehen in dem Kontext? Genau, also ich glaube, ganz wesentlich ist die Vorbereitung und die Analyse und dass man das Team sehr gut mitnimmt. Was so stärkenorientierte Tests machen, ist anhand von Fragen aus dem Leben gegriffen, die Stärken und Talente sichtbar machen. Und dann bekommt man ein analysiertes Persönlichkeitsprofil, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass dann jeder individualisiert ein Feedback bekommt, wo man das Ganze inhaltlich bespricht mit einem Coach, mit einem Trainer, der darauf fokussiert ist, weil da schwingt auch sehr viel Angst mit bei all diesen Themen, weil natürlich, was heißt das jetzt, wenn meine Stärken sichtbar werden und es sind vielleicht nicht die richtigen, die ich brauche für mein Anforderungsprofil, wie gehe ich damit um? Ja? Und da ist es ganz wichtig, dass es gute Coaches gibt, die sich darauf fokussieren und einfach dem Team sagen, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt bei stärkenorientierter Führung tatsächlich nur ein Lernen, ein sich austauschen, und es heißt ja nicht, wenn ich in einem Bereich keine Stärke habe, dass ich die Dinge dann nicht gut kann oder nicht in der Lage bin, sie zu machen. Es heißt lediglich, dass sie mir vielleicht ein bisschen mehr Energie kosten als die Dinge, wo meine Talente und meine Stärken liegen. Und da muss man das Team einfach sehr gut mitnehmen, sehr gut im Vorfeld darauf vorbereiten, damit man da auch ein bisschen die Angst nimmt. Weil das ist etwas, was noch nicht so traditionell ist und noch nicht so viel eingesetzt wird. Und ich glaube aber, es ist der Gamechanger. Du hast auch über Equal Participation gesprochen in der Vorbereitung. Magst du darauf vielleicht auch in dem Kontext noch kurz eingehen?
Ich denke, dass es ganz, ganz wesentlich ist, auch auf Diversität zu achten. Diversität in den Teams, Diversität in der Gesellschaft. Und da geht es nicht nur um Geschlechterdiversität, sondern es geht um sehr, sehr, sehr viel mehr. Da steht ja viel mehr dahinter, von kulturellem Background über Alter, über Herkunft, Religion etc. Und meine Erfahrung ist, je diverser ein Team ist, desto breiter ist es einsetzbar und desto breiter sind die Talente und die Inputs, die man bekommt. Und wenn man tatsächlich darauf achtet, divers zu besetzen und das bewusst macht, da gibt's unzählige Studien, die braucht man jetzt hier nicht auflisten. Das ist wissenschaftlich bewiesen, dass diverse Teams einfach lösungsorientierter sind, kreativer sind, zu besseren Erfolgen kommen, sich gegenseitig besser halten und stützen. Und die Erfahrung habe ich selber auch gemacht. Wie schafft man es, als Führungskraft sich nicht einsam zu fühlen? Das ist eine sehr interessante Frage und die Antwort ist eine schwierige. Und auch ich musste erst lernen, was hier die Wege sind. Ich hatte anfänglich auch damit zu kämpfen, von einer Position aus einem Team heraus in eine Führungsposition zu wechseln, in eine Geschäftsführungsposition, wo ich als alleinige Geschäftsführung keinen Partner an der Seite oder Partnerin an der Seite hatte, wo jetzt direkter Austausch und so weiter stattfinden kann. Meine Erfahrung hat gezeigt, es gibt mehrere Wege. Ein Weg für mich, ein guter Weg für mich war, Seilschaften und Netzwerke aufzubauen, sich Sparings zu suchen auf gleicher Ebene, wo man sich austauschen kann und Themen oder Schwierigkeiten, Herausforderungen besprechen und gemeinsam so ein bisschen an Lösungen arbeiten. Dann ein zweiter Ansatz, der mir immer hilft, ist immer der Rückzug zur Familie. Mir ist Familie und Partnerschaft sehr wichtig und da bekomme ich einfach viel Feedback und Halt und auch die nötige Energie, wieder loszugehen und sich wieder hinzustellen und alleine Entscheidungen zu treffen oder eben einfach das Team und die Organisation zu managen. Was ich auch empfehlen kann, ist einfach einen Coach oder einen Trainer zu haben. Das finde ich ganz, ganz wesentlich, weil man einfach Dinge, Erlebnisse, Erfahrungen mit jemandem teilen und besprechen muss und teilen ist immer besser und ansprechen ist immer besser, als das mit sich selber auszumachen. Und für mich war das tatsächlich der Gamechanger. Ich habe in etwa vor 5 Jahren begonnen, mit einem Business Coach zu arbeiten und einfach dann auch die Situationen zu besprechen, mich auf die Situationen vorzubereiten und da auch ein bisschen so einen emotionalen Polster zu bauen. Und der letzte Punkt, den ich auch wichtig finde, der für mich wichtig ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Es ist immer die Frage von, wie schaue ich auf die Dinge? Wenn ich mit dem Mindset hineingehe, ich bin lonesome at the top, dann fühlt es sich auch so an und dann bin ich auch alleine da oben. Wenn ich den Mindset habe, ich bin natürlich Führungskraft und stehe vielleicht an der Spitze, aber nichtsdestotrotz Teil des Teams, agiere über das Team und habe sehr, sehr viele Ansprechpartner, dann macht das einen Unterschied. Und meine Erfahrung ist, die Perspektive, mit der man auf die Dinge blickt, sind der Gamechanger. Du hast auch einen Vergleich angestellt mit quasi Elternsein und wie die Konflikte zu Hause in Relation stehen zu den Konflikten zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ja, genau. Was auch immer hilft, wenn man so vor Konfliktsituationen steht, weil dann ist es ja insbesondere schwierig, wenn man das Gefühl hat, okay, man muss jetzt da alleine durch und man trägt das alleine aus. Ich relativiere das dann immer und denke dann an mein Zuhause und an die Themen, die in der Familie und durch die Kinder ins Leben kommen und in den Alltag kommen und die ja
mal größer, mal kleiner, aber immer bedeutend sind. Und für mich ist dann immer das so ein Tool, um ein bisschen umzugewichten und zu relativieren und einfach das Leben nicht immer so ernst zu nehmen, auch das Businessleben nicht immer so ernst zu nehmen. Die Erfahrung ist, man kann es nicht allen recht machen, das darf auch nicht der Anspruch sein und da darf man auch ein bisschen entspannter werden und das bringt aber schon die Erfahrung. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Weshalb kann Nachhaltigkeit ein profitables Geschäftsmodell sein? Ja, also Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Wo soll ich anfangen? Ich glaube, das Thema als Geschäftsmodell zu sehen, ist viel zu wenig. Nachhaltigkeit beziehungsweise eine nachhaltige Lebensweise und damit Ressourcenschonung und so weiter sollte ein Lebensmotto sein, was wir als Gesellschaft gemeinsam tragen sollen und müssen. Warum? Weil wir einfach sehen, es ist der Need da. Also dieses Thema, was jetzt im Moment am Tisch ist, durch die Entwicklungen, die wir in Amerika sehen mit Trump oder auch in Europa durch den Industrial Green Deal oder den Green Deal vorher. Es gibt einfach momentan ein bisschen so das Gefühl, es entwickelt sich ein Rückwärtstrend und ich möchte das gerne entkräften. Ich habe nicht den Eindruck, dass das der Fall ist und auch die Frage, müssen wir nach wie vor nachhaltig wirtschaften? Ja, noch dazu ergänzend, wir müssen nicht nur nachhaltig wirtschaften, sondern nachhaltig leben, weil einfach unsere Welt bestimmte Ressourcen zur Verfügung hat und wir sehen ja, wenn wir so weiter tun, wie wir jetzt tun, geht sich das nicht aus. Für die Menschheit nicht, für die Gesellschaft nicht, für unseren Planeten nicht. Und deshalb, das allein als Geschäftsmodell zu betrachten, ist viel zu wenig. Natürlich müssen wir in der Wirtschaft, in der Industrie darauf achten, dass es ein Geschäftsmodell wird. Und da ist es ganz, ganz wesentlich, es in die generelle Business-Strategie mit einzubetten und es nicht irgendwo zu parken in einer Sustainability-Abteilung und zu sagen, so, Sustainability Management Team, ihr seid jetzt verantwortlich, dass wir sustainable wirtschaften. Das wird nicht funktionieren, sondern da braucht es einen Mindset top-down. Das ist etwas, was in der Strategie, in der Business-Strategie ganz oben mit verankert werden muss. Gleichzeitig braucht es aber den Mindset in uns allen. Die Lösung kann nur gemeinsam gelingen. Also es kann nicht sein, dass nur die Industrie oder nur die Politik oder nur die NGOs oder nur bestimmte Gesellschaftsgruppen dafür verantwortlich sind, sondern wir sind alle dafür verantwortlich. Und wenn wir bei uns selber beginnen, im Kleinen, macht das am Ende einen riesen Unterschied aus. Alleine, um ein Beispiel zu geben, ich komme ursprünglich aus der Lebensmittelindustrie, alleine seine Ernährungsweise umzustellen, hin zu einer vegetarischen oder zumindest flexitarischen Ernährungsweise macht einen wahnsinnigen Unterschied aus im Vergleich zu tatsächlich den Fokus auf tierische Lebensmittel zu legen. Und das sind eigentlich Kleinigkeiten, die aber wo jeder einen Beitrag leisten kann, der ganz, ganz, ganz wesentlich ist und so gelingt sicherlich der Unterschied. Und ja, wir brauchen Nachhaltigkeit auch in Zukunft. Du hast gesprochen von Silos und dass diese Diskussionen gerade auf politischer Ebene, NGO-Ebene oft in Silos ablaufen. Magst du dazu vielleicht noch kurz etwas sagen? Genau, also meine Beobachtung ist, wir müssen hier breiter denken und aufmachen. Es reicht nicht, wenn einzelne Stakeholdergruppen in ihren Silos das Thema betrachten oder bearbeiten, weil da ist es meistens so, dass man dann genau die andere Stakeholdergruppe dafür verantwortlich macht. Die NGOs zeigen auf und adressieren die Wirtschaft adressiert die Politik wiederum sagt, es ist auch ein gesellschaftliches Thema und es muss uns gelingen, als Menschheit die Silos aufzubrechen und das zu vereinen. Nur dann schaffen wir eine gemeinsame Strategie und wir sehen ja auch, das Thema muss global gedacht werden.
Also es reicht nicht, wenn da Europa vorangeht, da muss die USA mitziehen, da muss China mitziehen. Das ist ganz, ganz wesentlich, dass man hier den globalen Approach hat. Und im Kleinen beginnen heißt bei uns beginnen und das Ganze weiter zu transportieren, ist der Weg, der sicherlich dann tatsächlich die Veränderung herbeiführt. Und da zähle ich auch ganz stark auf die Jugend, die junge Generationen, die wachsen schon ganz anders auf, die kriegen das in den Schulen vermittelt, die haben einen viel wertschätzenderen und anderen Umgang mit dem Thema, die fordern das auch tatsächlich ein und ich glaube, dass mit der Generation Großes möglich ist. Welche Wege gibt es, Frauen in einer von Männern dominierten Branche zu fördern und zu stärken? Da gibt es ja sehr, sehr viele Wege. Einer der wesentlichsten und wichtigsten Wege ist überhaupt, das Thema aufzuzeigen, das Thema zu besetzen und hier als Vorbild voranzugehen. Ich bin ein Fan von Vorbildwirkung und Rollenvorbilder. Meine Erfahrung diese Erfahrung habe auch ich gemacht in meiner Laufbahn. Ich wurde immer von starken Frauen gefördert und geführt. Das hat schon begonnen mit meiner Mutter in der Kindheit, die einfach den Mindset hatte, wir können alles schaffen und wir können alles erreichen und mich sehr unterstützt hat in meinem Werdegang, aber auch jetzt sehr unterstützt, mir den Rücken frei zu halten, unterstützt bei den Kindern und so weiter. Also wahnsinnige Wegbegleiterin. Und ich bin auch immer von starken Frauen gefördert worden, war einer der ersten Frauen in meinem Unternehmen damals, die eine Leadership-Funktion bekommen hat in einer Teilzeitbeschäftigung. Und das ist etwas, was wichtig ist, weil Frauen haben einfach das Thema, dass sie, wenn sie sich für Kinder entscheiden, eine Pause einlegen und häufig dann nicht Vollzeit zurückkommen und nichtsdestotrotz aber super ausgebildete, hochmotivierte, engagierte Arbeitskräfte sind, die natürlich bewegen wollen und Karriere machen wollen. Und da ist es ganz wichtig, flexible Arbeitsmodelle zur Verfügung zu stellen, aber auch nicht nur in einem Vollzeit-Setting, sondern einfach auch mit Teilzeitmodellen, mit Jobsharing, mit vielen unterschiedlichen Möglichkeiten zu arbeiten, um hier Perspektiven zu öffnen. Was auch ganz wesentlich ist das Thema Empowerment. Meine Erfahrung hat gezeigt, und das ist auch das, wie ich aufgewachsen bin und was ich so erfahren habe, Frauen sind einfach von Natur aus kritischer mit sich selber und stellen sich nicht so häufig in die erste Reihe. Liegt in der Natur der Sache, vielleicht auch aufgrund der Dinge, wie wir aufgewachsen sind und was uns wichtig ist. Und gibt es auch wahnsinnig viele Untersuchungen und Studien. Und hier ist es einfach wichtig, als Rollenvorbild voranzugehen, zu empowern, zu ermutigen, aufzuzeigen, dass es notwendig ist, in die erste Reihe zu gehen, dass es notwendig ist, Selbstverantwortung zu übernehmen, dass es notwendig ist, für sich einzustehen und auch zu fordern. Und für mich ist es ein ganz wesentlicher Teil meines Ansatzes, Frauen zu fördern, wirklich diese Empowerment-Trainings und Coaching-Sessions anzubieten, um Frauen da wirklich vor den Vorhang zu holen und in die erste Reihe zu stellen. Ich glaube, wichtig ist, dass man Struktur schafft, dass man ein bestimmtes Setting dafür kreiert, weil das entsteht ja nicht von selber, sondern da muss man einfach eine gewisse Struktur schaffen. Und Männer sind sehr gut darin, Netzwerke zu bauen und diese Netzwerke zu nutzen. Wir Frauen können da noch viel lernen, aber meine Erfahrung hat gezeigt, ein Frauennetzwerk ist ein riesen Asset, den man entwickeln kann, weil man einfach das Miteinander, das Gemeinsame, das Vernetzende einsetzen kann, um zu bewegen und gemeinsam wirksam zu sein.
Kreative Ideen zu haben ist das eine. Wie managt man es, sie auch wirklich umzusetzen? Da gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz viele Ansätze. Ich bin schon ein Fan davon, mit dem weißen Blatt Papier zu starten. Und hier bedarf es einfach einem anderen Setting. Es ist notwendig, Teams aus dem Daily Business und dem normalen Environment hinauszunehmen, ein anderes Setting zu schaffen, vielleicht in die Natur zu gehen oder was auch immer. Und hier natürlich den kreativen Raum zu öffnen, das ist das eine. Und vor allem auch motivieren zum Großdenken. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich solche Prozesse starte oder in der Vergangenheit gestartet habe, dann sage ich immer, es gibt keine Vorgaben, es gibt keine Limitationen, der Kopf soll völlig frei sein. Und es geht jetzt wirklich nur mal darum, groß zu denken und diese großen Gedanken auf Papier zu bringen. Also ich glaube, das ist einmal wirklich der erste Schritt, hier sehr, sehr groß aufzumachen und mit dem weißen Blatt Papier zu starten und entsprechend das Setting so zu gestalten, dass man völlig raus aus dem Alltag ist und völlig frei sein kann in seinem Tun und Schaffen. Ja, und wie managt man das dann auch wirklich umzusetzen? Im nächsten Schritt natürlich wesentlich, das auf Praktikabilität zu überprüfen, und da braucht es natürlich jetzt einen Prozess. Da gibt es auch viele Projektmanagement-Prozesse, wo man sich dann anschaut mit Prototypen und so weiter, ist das etwas, was umsetzbar ist? Und ich bin ein großer Fan von Trial and Error, das heißt tatsächlich auch einmal ausprobieren, in die Umsetzung zu gehen, nicht im Vorfeld schon zu sagen, etwas geht nicht, sondern Testballons zu starten. Ich bin ein wahnsinnig großer Fan von Pilotprojekten, wo man wirklich schaut, im kleinen Setting, im kleinen Rahmen, wie kann man solche Dinge ausprobieren. Das ist auch, glaube ich, der Innovationsansatz heutzutage, den große Unternehmen gehen, hier die Räume zu schaffen und sich aber auch einzugestehen, immer entlang des Prozesses zu evaluieren, wie schaut's aus mit der Machbarkeit, wie schaut's aus mit der Umsetzbarkeit, und wenn die nicht gegeben ist, einen Schritt zurück und optimieren und reoptimieren oder adaptieren. Und für diesen Prozess muss es einfach Raum geben. Der muss geschaffen werden, dafür muss es Strukturen geben und dafür muss es natürlich auch Support vom Management geben. Hier sowohl Ressource als auch Mindset freizumachen, dass dieser Prozess möglich ist. Du hast auch über Dialog als Mittel zur Ideenimplementierung gesprochen. Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, einfach im ständigen Dialog zu sein. Und die Perspektive zu wechseln. Und mit Perspektive wechseln meine ich einfach aus dem Unternehmensumfeld raus auf die andere Seite, sei es jetzt auf eine Kundenseite, auf eine Stakeholdergruppenseite, um viele, viele unterschiedliche Perspektiven mit einzubringen und hier den Dialog zu suchen und dieses Zielgruppenmanagement dann zu nutzen, um das bestmögliche Resultat zu schaffen. Weil am Ende geht es ja immer um das Endprodukt, egal in welchem Setting. Und hier ist es einfach wichtig, nicht aus der Perspektive des Unternehmens drauf zu schauen, sondern aus der Perspektive desjenigen, der dieses Produkt dann letztlich nutzt. Und da ist es einfach notwendig, ständig im Austausch und im Dialog zu sein, mit Peer Groups zu arbeiten, Dialoggruppen, mit diversen anderen Stakeholdergruppen, um hier möglichst den Prozess zu komplementieren. Oh, what's that? Studium, Arbeit und Mutterschaft. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Tja, ich glaube, das Geheimrezept dafür ist tatsächlich die innere Überzeugung und die eigene Haltung. Auch hier wieder. In meinem Fall ist es so, ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich bin generell ein Mensch, der sehr zielorientiert ist, sehr leistungsorientiert ist und sehr wissbegierig ist. Und für mich ist es immer schon mein ganzes Leben wichtig gewesen, ständig und stetig zu lernen. Deswegen habe ich auch
einige Ausbildungen gemacht, auch berufsbegleitend ein Studium gemacht, um mich weiterzuentwickeln. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat und das Ziel erreichen möchte und der Effort und Input klar ist, dann geht man einfach leichter und schneller den Weg. Und das fällt wahrscheinlich Menschen leichter, die leistungs- und zielorientiert sind, so wie ich, als Menschen, die das vielleicht nicht so in ihrer Werte-DNA haben. Was das Thema Mutterschaft betrifft, also für mich ist Familie wahnsinnig wichtig, für mich sind meine Kinder wahnsinnig wichtig. Und dennoch bin ich sicherlich eine Mutter, die auch Beruf sehr stark als Fokus hat, weil einfach Beruf für mich Berufung ist und nicht nur Beruf und ich das, was ich mache, sehr, sehr, sehr gern mache und mit gutem Gewissen mache. Und da liegt der Unterschied. Es geht immer darum, was sind meine persönlichen Ziele, womit identifiziere ich mich, was mache ich aus einem guten Gewissen heraus, wie ist dazu mein Bauchgefühl, wie stehe ich dazu. Und dann gelingt das einfach leichter, das Ganze zu kombinieren. Wenngleich es auch notwendig ist, natürlich Abstriche zu machen, das ist keine Frage. Und was es auch braucht, speziell jetzt, wenn man Kinder hat und Familie hat und Karriere und Familie vereinbaren möchte, ist ein starkes Netzwerk. Also das ist meine Erfahrung und mein Erfolgsrezept sicher. Ich hatte immer Unterstützung in der Familie, ich hatte immer ein starkes Netzwerk, ich hatte immer Eltern und Großeltern, die sehr viel unterstützt haben und sehr viel kompensiert haben. Ich war in der glücklichen Situation und das ist etwas, was aus meiner Sicht auch wirklich notwendig ist, weil wenn man weiß, dass die Kinder gut versorgt sind, geht man auch mit einem ganz anderen Gewissen an die Dinge ran. Was ist das Schwierigste daran, eine Führungskraft zu sein? Es gibt Tage, die sind super und easy und da ist man im Flow und es gibt Tage, die sind natürlich herausforderndere. Für mich die schwierigeren Tage oder Aufgaben sind die immer mit dem Team zu tun haben und mit Menschen per se. Und speziell dann, wenn es darum geht, Menschen oder Personen zu entlassen oder Teams abzubauen, Teams umzuformieren und hier Entscheidungen zu treffen, die natürlich klar für das Unternehmen einen Vorteil bringen, aber für den Menschen selber eine Herausforderung sind. Das Thema Economic Health versus Human Impact, magst du dazu vielleicht ganz kurz etwas sagen? Ja, also man muss natürlich immer in Relation setzen, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und was bringt der Mensch oder die Person ein und wie relevant sind bestimmte Personen für konkrete Rollen. Und als Führungskraft oder als Managerin eines Unternehmens ist es halt natürlich so, dass du maßgeblich im Interesse des Unternehmens handeln sollst und musst. Und dass du trotzdem Teams fördern und Teams nicht verlieren darfst, weil der wichtigste Asset ist der Mensch in einem Unternehmen nach wie vor. Trotz der ganzen Diskussion mit KI und Digitalisierung und so weiter. Es geht trotzdem immer noch darum, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu leiten, Menschen zu führen, Menschen zu empowern. Und überall dort, wo es menschelt, gibt es natürlich auch Befindlichkeiten. Und manches Mal entscheidet man sich eben gegen die eine oder andere Person. Und das dann auszugestalten, ist für mich als Führungskraft immer noch herausfordernd. Welche Rolle spielt dabei für dich transparente Kommunikation? Transparente Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Allerdings muss man da auch ein bisschen aufpassen, wie das Gegenüber
sozusagen von seiner Persönlichkeit aufgestellt ist. Und manchmal ist es trotz transparenter oder konstruktiver Kommunikation, würde ich es eher nennen, dennoch nicht möglich, auf Verständnis zu treffen, weil es einfach Persönlichkeiten gibt, die dann in der Situation zumachen, die nicht kritikfähig sind, die sich schwer tun mit diesen Entscheidungen. Und da macht transparente Kommunikation auch nicht mehr so den Unterschied. Aber prinzipiell, je klarer und je eindeutiger die Beweggründe kommuniziert werden, desto schneller und desto leichter ist der Prozess. Wie siehst du da den Unterschied zwischen performancebasierten Terminations und welchen, die eben aus ökonomischen Gründen passieren? Performancebasierte Entscheidungen sind schwieriger zu besprechen, weil man da ja in die Tiefe des Menschseins eintaucht und natürlich einer Person mitteilt, dass die Qualifikationen nicht ausreichen für die Stelle oder den Job und das ja immer was mit einem Menschen macht. Und es gibt Persönlichkeiten, die ziehen daraus ihren Nutzen und nehmen etwas mit aus der Situation. Und es gibt Menschen, die machen völlig zu. Im Vergleich zu wirtschaftliche Gründe, die sind leichter verdaulich für Menschen aus meiner Erfahrung, auch wenn das Ergebnis das gleiche ist. Aber wenn ich jemandem sage, aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir Stellen abbauen und es liegt nicht an der Persönlichkeit, an der Performance und an den Qualifikationen des Menschen per se, ist das leichter verdaulich, als wie wenn man natürlich das zurückführt auf die Performance.